Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind immer noch unterwegs auf der Route de Grand Alpes hier in den französischen Alpen. Die letzten 2 Nächte haben wir hier auf diesem traumhaften Stellplatz verbracht, hoch in den Bergen an diesem wunderschönen Fluss. Jetzt brechen wir aber auf und fahren nach Grenoble. Da versuchen wir in der Truma-Werkstatt unsere Heizung reparieren zu lassen. Die ist ja kaputt gegangen, das haben wir im letzten Video berichtet. Ja, wenn ihr wissen wollt, ob das klappt und wie es mit uns weitergeht auf der Route de Grand Alpes, dann bleibt dran. Viel Spaß beim Video! Wir sind jetzt hier in der Nähe von Grenoble bei einer Autowerkstatt wegen unserer Heizung. Leider können die uns nicht helfen, da sie erstens komplett ausgebucht sind und zweitens auch das Teil nicht haben, was wir brauchen. Es muss wohl wirklich die komplette Platine ausgetauscht werden. Wir haben versucht, noch von hier aus andere Werkstätten, die ein bisschen weiter südlich liegen, zu erreichen. Da ist keiner dran gegangen, vermutlich mal Montag ist und die alle zu haben montags. Wir werden jetzt also erstmal die Route de Grand Alpes weiterfahren und dann, wir haben uns noch eine andere Werkstatt rausgesucht, die wahrscheinlich aufsuchen und gucken, ob die uns vielleicht helfen können. Ja, und hoffen, dass es nicht so kalt wird in den nächsten Nächten. Ja. Ja, auch wenn das mit der Truma-Heizung jetzt heute noch nicht funktioniert hat, haben wir trotzdem noch einen richtig coolen Abschluss für diesen Tag gefunden, nämlich diesen Stellplatz. Wir stehen hier nur 20 Minuten außerhalb von Grenoble an einem sehr breiten Fluss inmitten einer tiefen Schlucht und es sieht richtig cool aus. Ich schick mal die Drohne in die Luft.
Ganz ehrlich, was will man mehr? Was will man mehr als das? Wahnsinn. Es gibt so Stellplätze, die will man gar nicht wieder verlassen. Dieser hier gehört definitiv dazu. Es ist einfach so super schön hier. Wir waren jetzt ganze 3 Tage hier und haben auch gar nicht wirklich gefilmt in dieser Zeit. Wir haben es einfach nur genossen, wie schön es hier ist. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir weiterziehen. Es gibt ja noch viele andere schöne Dinge entlang der Route, die wir uns angucken wollen und sicherlich auch noch ein paar weitere schöne Stellplätze, spätestens auch wieder in Spanien. Also weiter geht's. Übrigens ein kurzer Hinweis, dieser Stellplatz hier liegt nicht direkt an der Route des Grandes Alpes. Wir sind hier in Le Bourg d'Oisans in der Nähe von Grenoble nur vorbeigekommen, weil wir ja in Grenoble bei der Truma-Werkstatt waren. Den Umweg können wir allerdings wärmstens empfehlen. Auf unserem Weg verpassen wir leider einen Pass, den Col du Telegraphe, der offen wäre, aber durch unseren Umweg über Grenoble so nicht mehr auf unserer Route liegt. Den Col du Galibier, den Pass direkt dahinter, fahren wir aber dafür noch einmal von der Südseite an. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. I don't want anything left untried. Will you come with me, mon cher? So let us just do my love and not stop to think any of this over. So let us just do my love
Ja, hier ist es beim Col du Galibier, dass Fahrzeuge schwerer als 3,5 Tonnen nicht hochfahren dürfen zum Pass. Die müssen hier unten durch den Tunnel fahren. Jetzt gerade ist es so, dass alle Fahrzeuge durch den Tunnel müssen, weil die letzten 200 Meter bis hoch zum Pass sind momentan einfach noch für alle Fahrzeuge gesperrt. Fakt ist, ganz egal, was für ein Fahrzeug ihr habt oder ob ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, fahrt auf jeden Fall hier hoch, denn es ist super schön. Wir sind hier jetzt am Col du Izoard und der ist nochmal relativ hoch, 2300 irgendwas Meter, glaube ich. Und ja, die Aussicht ist schon wieder richtig cool und auch die Straße hier hoch war echt spaßig. Also sehr, sehr viele Serpentinen. Ich weiß nicht, ob ihr das da unten ein bisschen sehen könnt. Und es sieht ja definitiv ein bisschen anders aus als so bisher. Gerade wenn ihr mal so darüber schaut. Die Gipfel sehen alle sehr sandig aus irgendwie. Gar kein Grasbewuchs oder irgendwas, aber eben auch gar nicht so felsig. Ja, einfach ein bisschen anders. Sehr, sehr cool.
Wir sind jetzt hier in Var, kurz vor dem nächsten Pass. Und hier ist ein Skigebiet. Was hier aber auch ist ein großer, offizieller, kostenloser Wohnmobilstellplatz, den wir angefahren haben, weil es hier eine kostenlose Fähr- und Entsorgung gibt. Wir werden mal unseren Grauwassertank entleeren, unseren Wassertank voll machen, die Toilette leeren, damit wir entspannt weiterreisen können. Wir haben ja schon seit Ewigkeiten eine Trockentrenntoilette an Bord. Die mit Abstand beste Anschaffung, die wir jemals für dieses Wohnmobil getätigt haben. Deswegen ist für uns die Entsorgung ja sowieso schon relativ entspannt. Aber vor ein paar Monaten haben wir uns jetzt noch diesen Flüssigkeitsbehälter besorgt, also unseren durchsichtigen ausgemustert und uns diesen sogenannten Anti-Gelb-Kanister gekauft. Der hat einfach den Vorteil, dass man noch weniger sieht, was drin ist. Das macht die Entsorgung einfach nochmal entspannter. Wir sind jetzt auf dem Col du Var, dem letzten Pass für heute. Wir hätten uns auch sehr gut vorstellen können, unten in dem Skigebiet auf dem Stellplatz zu übernachten. Aber ehrlicherweise haben wir uns dagegen entschieden, weil wir ein bisschen Sorge haben, dass es hier zu kalt wird. Tina hat verglichen die Wettervorhersage für heute Nacht hier und unten im Tal. Und das waren doch mal 6 Grad Unterschied. Und da unsere Heizung ja immer noch nicht geht, haben wir gedacht, fahren wir jetzt doch die 45 Minuten weiter heute und suchen uns unten im Tal einen Stellplatz. Na, was meinst du? Ja, ich denke, hier können wir bleiben. Ja, das ist ein schöner Stellplatz. Ja. Wir sind jetzt gerade hier hochgefahren zu diesem Stellplatz, den wir hier bei Park 4 Night gefunden haben, mit dieser Wahnsinnsaussicht, die dir gerade gezeigt hat. Und wir hatten echt einen schönen Tag, sind über, ich glaube, 3 oder 4 Pässe heute gefahren. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann bei Kurve 5000 und Schaltvorgang Nummer 18.000 aufgehört zu zählen. Aber ja, es war auf jeden Fall ein sehr vollgepackter, aber sehr, sehr schöner Tag. Ja, und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um dieses Video zu beenden. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, mit uns ein bisschen hier durch Frankreich, durch die Alpen zu kurven und über ein paar Pässe zu fahren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne ein Like und abonniert unseren Kanal, wenn ihr auch wissen wollt, was nächste Woche wieder passiert.
Ich würde sagen, Damit viele Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal.